Also es liegt ja in der Luft, man steht ja früh auf und wird irgendwie schon mit dem Thema in den Medien oder in seinem eigenen praktischen Alltag konfrontiert, mit der Digitalisierung des Alltages, der beruflichen Kontexte, der privaten Kontexte, also überall Digitalisierung. Und wir haben das Thema, zumindest die Formulierung, digitalisiert euch, deswegen genommen oder formuliert, weil das so der neue Imperativ zu sein scheint, der uns ja angetragen wird. Also wer sich nicht digitalisiert, hat entweder Pech oder er wird digitalisiert. Also man kann sich dem auch nicht entziehen, dem Phänomen. Deswegen haben wir das so etwas, vielleicht etwas provokativ, etwas spitz formuliert. Was kommt auf uns zu? Was wird damit gehen? Wie wird das unseren Alltag und unser Leben in den nächsten Jahren, Jahrzehnten deutlich verändern? Und zum anderen, was gibt es auch dabei zu bedenken? Was unsere Wahrnehmung ist, ist natürlich oft eine sehr bejahende und auch fröhliche und sozusagen dem Ganzen zugetane Einstellung. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir wollen auch ein bisschen gucken, was sind denn die Nebeneffekte, vielleicht auch die Kollateraleffekte dieses Prozesses und da auch ein bisschen kritisch drauf zu schauen. Das ist unsere Idee. Ich sage mal, die Studierenden sollten daran teilnehmen, weil in allen Studienfächern, in allen Fakultäten das sozusagen wenigstens untergründig ein Thema ist. Aber noch mehr, es ist vordergründig ein Thema, weil die Hochschule hat auch eine Digitalisierungsstrategie verabschiedet. Auch die Hochschule will sich digitalisieren, muss sich digitalisieren. Und da geht es darum, sage ich mal, die unterschiedlichen Themen von Demokratie über Alltag hin zu Blockchain, hin zu Arbeitswelt 4.0 etc., diese Themen auch fachlich zu reflektieren. Also wir kommen gar nicht drum herum, uns das anzugucken. Insofern gilt das eigentlich oder ist das spannend für alle Fächer, also auch für alle Fächer und Fakultäten in der Hochschule. Deswegen denke ich, ist es für Studierende relevant. Und auch für Mitarbeiter, die sind ja auch eingeladen. Und Bürger, glaube ich, sind angesprochen, weil sie auch merken, selbst, sage ich mal, die Senioren, dass sich ihr Alltag digitalisiert. Und darüber, sage ich mal, kundiger zu werden, was bedeutet das? Und auch vielleicht einen reflektierten Blick darauf zu kriegen. Ich glaube, das ist auch für Bürgerinnen spannend.